feel it in my bones. I can feel it in my veins. Hands in the sky. I can feel the winds of change. Grüezi Servus und hallo. und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Genau, wir sind endlich in Griechenland angekommen und planen hier zu überwintern. Griechenland und die Türkei. Genau. Also wenn dich das Thema Überwintern in Griechenland interessiert, dann darfst du uns sehr, sehr gerne verfolgen. Wir zeigen dir, was wir so erreisen, wie wir dieses Land erleben und wie wir dann, wenn es kalt wird, in die Türkei flüchten müssen. Und hoffentlich keinen Schnee sehen. Genau, das wäre das Ziel. Also wenn dir das Video gefällt, dann lass Liebe da, Abonniere unseren Kanal, gib uns ein Like. schreib einen Kommentar. Genau, und wenn du eine Frage hast, dann stell sie auch, das freut uns immer. Und jetzt zeigen wir dir, was wir diese erste Woche in Griechenland alles erleben werden. Also überwintern in Griechenland, am Tag sehr warm. Wir hatten so 20 Grad etwa, war richtig schön. Und am Abend, sobald die Sonne weg ist, wird es richtig kalt. Ja, wir schauen jetzt noch den Sonnenuntergang da hinten und danach geht es rein in den Van. Guten Morgen. Oh, das war eine kalte Nacht, ein kalter Morgen. Ich habe trotzdem Sport gemacht, es hat richtig gut getan. War duschen und jetzt fahren wir weiter. Wir verlassen diesen wunderschönen Ort neben diesem Kloster mit atemberaubender Aussicht und fahren ans Meer. Hands in the sky. I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right, make up for what I've lost. I was down, but things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. Griechenland empfängt uns wirklich von seiner besten Seite her. Das Wetter ist wunderschön und wir sind hier auf einer echt coolen Lagune oder an einer echt coolen Lagune gelandet. Das links ist offenes Meer und rechts wird irgendwie Salz hergestellt und so. Auch die Straße vorhin dahin, es war echt mega schön. Da gibt's echt viele solche schöne Muscheln und die sammeln wir jetzt mal. So, ich probiere mal was zu sagen.
Wir sind jetzt hier wunderschön am Meer und fahren weiter Richtung Patras. Das ist eine ziemliche Strecke von etwa 2,5 Stunden und das machen wir heute. Wir sind jetzt hier am Stellplatz angekommen, waren hier schon mal im Sommer vor 2 Jahren. Hatten ein bisschen sehr viele Fliegen, aber da drüben liegt Patras und die Berge da hinten, das ist schon der Peloponnes, also wir haben schon vieles erreicht. Und wenn wir Glück haben, kommen heute noch ganz viele Ziegen da den Berg runter. Heute besuchen wir das Salzmuseum von Mesolongi, eine sehr geschichtsträchtige Region hier. Es gibt 2 riesengroße Salzpfannen und hier gibt es ein cooles Museum, das wir jetzt mal anschauen wollen. Aber schon draußen sieht man, wie die das früher hier gemacht haben. Und man wird es nicht glauben, aber bis Mitte der 90er Jahre wurde das Salz mit diesen alten Schienen und Waggons transportiert, erst mit Pferdekarren und anschließend hatten sie dann eine kleine Lokomotive. Und das ist hier historisch alles wieder aufgebaut worden von einem Verein und das Museum kostet 4 Euro Eintritt und das unterstützen wir natürlich. Und das ist ein Salzwagen aus den 1930er Jahren. Das Bild hier unten zeigt noch Frauen, wie sie 1930 auch noch geholfen haben, Salz abzubauen. Das wurde dann eingestellt, da die Arbeit zu streng ist. Und dann übernahmen das Männer, also nur noch Männer. Und das Lustige daran ist, dass sie barfuß arbeiteten, weil das Salz die Schuhe so kaputt gemacht haben, dass es sich nicht lohnt, die Schuhe anzuziehen. Und das schmerzte natürlich zu Beginn. Und nach 2 bis 3 Tagen waren die Hautzellen an den Füßen so daran gewöhnt, dass die Männer keine Schmerzen mehr hatten. Weißt du eigentlich, wieso Flamingos rosa sind? Das ist nämlich eine gute Frage. Denn es ist so, dass im Wasser, in dem sie sind, gibt es Algen. Und die produzieren so ein spezielles Antioxidantium. Und die Krebse, die dort leben, die fressen das. Und die Flamingos fressen ja die Krebse und das macht sie dann rosa. Es ist aber so, dass der Flamingo grau zur Welt kommt und wenn er erwachsen ist, ist er weiß. Und nach 2 bis 3 Jahren, nachdem er diese Krebse isst, wird er rosa. Ursprünglich wurde die Saline hier im 14. Jahrhundert gegründet. Es gab mal 4 Salzpfannen und man vermutet, dass es Piraten aus Ragusa, also heute Dubrovnik waren, die sich hier durch diese Wasserwege verirrt oder geflüchtet sind und dann hier Salz abgebaut haben. Das war allerdings von einer mega schlechten Qualität, aber es hat ihnen halt zur damaligen Zeit gereicht. Und die haben die Stadt Mesolongi anschließend dann wahrscheinlich gegründet. Das Salzmuseum kann ich dir wärmstens ans Herz legen. Es ist mal was ganz anderes und man erfährt sehr, sehr interessante Sachen, wo Salz überall drin ist, wo Salz überall herkommt.
Und hier hinter mir sind die beiden Salzpfannen, die auch immer noch in Betrieb sind. Und der Herstellungsprozess, der ist sehr interessant. Ich habe nicht gewusst, dass das Salz von Pfanne zu Pfanne laufen muss, bevor es dann schlussendlich wirklich zu unserem Speisesalz oder unserem Meersalz wird. Also falls du mal hier vorbeikommst, nimm diesen Abstecher auf dein Reiseprogramm auf. Ist mal etwas, das du sonst nicht jeden Tag siehst. Wir haben neues Salz. Wie schön sieht das aus? Also ein Besuch hier im Salzmuseum lohnt sich. Das war ein Funk von Franzi von Wohnmobile Freiheit, in dem sie mir gesagt hat, dass sie ein Ausstechförmchen hätte oder sowas Ähnliches. Denn ich möchte nämlich Kekse backen. Ja. Wir haben nämlich jetzt hier alles erledigt und nehmen jetzt die Fähre auf den Peloponnes. Fähre fahren ist wie in Norwegen, nur dass es keine Eiscreme gibt. Dafür hat Patricia Donuts gefunden. Gestern sind wir noch an diesem wunderschönen Strand angekommen und heute scheint die Sonne und Patricia will ausprobieren, wie kalt das Wasser ist. So you kissed a girl just 'cause you wanted to. Not thinking about what you made it do. Also es war ziemlich erfrischend, aber schön. Doing her hair and makeup, oh, just for you. Only because you kissed a girl when you wanted to. You think you're young and smart, got no responsibility in this world. But if you're young and smart, you should know better. Don't get laid back 'cause you're not that cool. Don't think you're safe and sound walking around breaking rules. I bet your parents are worried sick. That's not as cool as you think. Not as cool as you think, yeah.
Guten Morgen, war das eine Nacht. Es war zwar ein Sturm gemeldet, wir haben auch von der griechischen Regierung so einen Wetteralarm gekriegt, allerdings für schweren Regen und den hätten wir easy aussitzen können. Dann kam aber in der Nacht Wind dazu und zwar so krass, dass wir Starlink vom Dach runtergebaut haben, weil das Kabel immer so gegen das Auto gescheppert hat. Dachten wir so, alles gut, können wir weiter schlafen. Dann kam Regen, dann kam Hagel. Ja, wir müssen dringendst diesen Stellplatz hier verlassen und ein bisschen weiter südlich oder ins Landesinnere fahren, solange dieser Wind so krass ist. Also räumen wir alles auf und fahren los. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? And if I fight, will I come to life, calling for all your light, giving all my heart to you? And I've been falling, I've been lost. Und? Wie ist es? Es ist sehr kalt. Ja, wir haben 8 Grad momentan heute. Aber ich glaube, das liegt nur am Wind. Ja, Wind. Und das Wetter ist momentan halt nicht so gut. Ist ja auch Dezember. Wir machen jetzt, glaube ich, die Heizung an. I put it to rest because Wir sind jetzt schon wieder, ich glaube, 2 Wochen fast in Griechenland. Das ist das Land, wo wir beschlossen haben, wir beginnen mit YouTube. Hier haben wir unsere ersten YouTube-Videos geschnitten. Damals noch Ausbauvideos und aktuell ja Vanlife-Videos. Ja, genau. Und planen hier zu überwintern. Sind jetzt auf dem Peloponnes angekommen. Da kam die Frage, heißt der Peloponnes, den Peloponnes, was heißt ja die Insel, also die Peloponnes oder der Peloponnes oder keine Ahnung. Was sagst du dazu? Wie heißt's? Schreib mal unten in die Kommentare, genau. Hier überwinden wir und nehmen dich mit und zeigen dir, wie wir das Ganze so anstellen. Momentan ist Anfang Dezember und du siehst, das Wetter ist traumhaft, es ist warm. Es ist zwar sehr stürmisch teilweise, aber sei gespannt, ob sich dieses Land hier lohnt, mal im Winter zu verbringen. Wir sind gespannt. Ja. In diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, lass Liebe da, abonniere unseren Kanal. Gib uns ein Like, genau, und schreib was in die Kommentare, aber nur was Nettes und bis zum nächsten Mal. Tschüss.